Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Making-of von Morning Routine. Ich denke mal, die meisten von euch haben den Film schon gesehen. Falls nicht, guckt ihn euch unbedingt an. Es waren 10 Monate intensiver Arbeit, deswegen freuen wir uns sehr, euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie es hinter den Kulissen so ablief. Wenn es euch gefällt, lasst unbedingt ein Like da, das würde uns sehr, sehr viel helfen. Und ja, jetzt ganz viel Spaß beim Making-of. Let's go! Das war der Instagram-Post, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Ich hatte im April 2023 eine Show irgendwo und hatte halt noch ein bisschen Zeit im Hotel und dachte mir, wow, ich gehe jetzt mal in den Spa-Bereich. Habe mir dann meinen Bademantel genommen, habe mir diese dünnen Hotelschlappen angezogen und sehe, mein Bike steht da und dachte mir, boah, ist ja eigentlich jetzt witzig, so einen Clip aufzunehmen für Instagram. Und so habe ich mein Handy in die Ecke so gestellt im Hotelflur und habe einfach einen Trick gemacht. Habe mir das so angeguckt und dachte, krass, das hat eigentlich Potenzial für einen ganzen Kurzfilm. Aber weil wir noch vorher 2 andere Videoprojekte geplant hatten, kam die Idee erst 2 ganze Jahre später zum Einsatz. Ich bin Moritz Staute, Filmemacher und Fotograf, übernehme eigentlich immer so gut wie alles von den Projekten, also Kameraschnitt, Sounddesign und so weiter. Boah, nee, also als er das erste Mal gesagt hat, dass er das alles machen will und dann noch in einem Bademantel, aber ich dachte mir, geil, ich war ready, so let's go. Jetzt musste alles von A bis Z geplant und getestet werden. Dazu gehört die Storyline, die Drehtage, die ganzen Statisten, die zum Einsatz kommen sollen, die Requisiten, die im Film verwendet werden sollen, die Tricks, die ich lernen und testen musste und. Guten Morgen, was geht ab? Wir sind hier in Potsdam unterwegs. Heute ist der erste Drehtag von Morning Routine. Wir sind heute hier, um ein paar Fahrszenen zu drehen. Das heißt, ich werde heute in der Stadt unterwegs sein mit dem lieben Moritz. Wir werden heute einfach ein paar Szenen drehen, die wir zwischen dem Film hin und wieder mal reinschneiden können. Ist immer ganz gut für den ersten Drehtag, ein bisschen reinzukommen nach einem Jahr oder so, seit dem letzten Videoprojekt. Deswegen ziehen wir einfach durch. Let's go! Also sind wir durch die Stadt gelaufen und haben ein paar Fahrszenen gedreht. Waving like the ocean, waving like the your body, waving every angle lava. You got me, waiting till the beat gonna drop. Hit me. Okay, now you're sounding crazy. Natürlich blieben wir da mit meinem Outfit nicht ganz unbemerkt. Ist es eigentlich legal, rückwärts zu fahren auf einer Einbahnstraße? Nein, also illegal. Oder? Echt? Geht es nicht um die Richtung des Autos? Ich glaube, es geht in die Richtung, in die du dich bewegst. Also könntest du rückwärts die Einbahnstraße nach vorne fahren? Ja. Diesen Trick hatte ich schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Die ersten Versuche sind schon über 2 Jahre her und ich habe mich immer wieder angenähert, ihn aber tatsächlich nie geschafft und das wollte ich für diesen Film unbedingt ändern. Anfangs geht es immer darum, ungefähr zu wissen, wie sich der Trick anfühlen muss, damit man auch ungefähr weiß, wohin die Reise überhaupt gehen soll. Und dazu gehört der Trick an sich, aber auch wie man in die Combo rein und auch wieder rauskommt. Und wenn man die einzelnen Abschnitte so ungefähr beherrscht, kann man alles wie ein Puzzle zusammensetzen. Bis es dann soweit ist. Die Combo klappt und ist bereit für den Dreh. Wir sind direkt vor dem Filmmuseum. Optimale Fläche für die nächste Combo. Ich mache mich jetzt einfach mal warm, gewöhne mich ein bisschen an die Fläche und dann werden wir shooten. Aber da war noch das Problem mit meiner Outfitwahl, was ich beim Training vorher irgendwie noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Das Problem ist mit diesen Schlappen und dem Bademantel, dass irgendwelche Sachen da rumflattern, die nicht rumflattern sollten. Die Schuhe sowieso überhaupt gar keinen Halt haben. Dass diese ganze Combo einfach nochmal ums Doppelte schwerer macht. Deswegen bin ich etwas nervös, ob sie heute überhaupt funktioniert. Probieren wir es jetzt mal aus. Ich mache mich ready und dann geht's los. Wir haben den Mantel also mit so Sicherheitsnadeln fixiert, damit er einfach nicht ganz so viel herumflattert. Den Bad Boy können wir mal ausmachen. Dann haben die Spiele begonnen.
lange. Let's go! Yes! Ey, wir waren über 4 Stunden auf diesem Platz. Läuft schon? Läuft schon. Nice. Läuft bei dir? Läuft bei mir. Wir sind hier gerade Offroad unterwegs im Potsdamer Wald. Wir haben vorhin gegen 7 Wölfe gekämpft, aber jetzt haben wir es geschafft, wir sind fast oben. Wir gehen gerade zum Ruinenberg. Der ist ganz oben auf diesem Berg, das ist eine riesen Wasserbeckenanlage. Und so alte Säulen, ich weiß gar nicht, was es ist, müssen wir noch recherchieren, was da überhaupt früher mal war. Auf jeden Fall gehen wir da gerade hoch und haben ziemlich coole Drohnenshots vor, also wenn es klappt und wenn da keine Leute sind, die uns stören. So, das ist das gute Ding. Da oben ist der Plan auf diesem Betonkreis. Da will ich langfahren. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie drauf surfen kann auf meinem Fahrrad oder ob ich da irgendwie einen Wheelie drauf mache. Das gucken wir gleich nochmal. Aber von der Location her ist schon sehr, sehr schön. Von 1 bis 10, wie viel? Die Hausszenen waren, glaube ich, die chaotischsten Drehtage, die wir je hatten. Ich nehme die Schuld auch komplett auf mich. Meine Vorbereitungen haben einfach nicht ausgereicht, obwohl ich mich wirklich nicht wenig darauf vorbereitet habe. Gleich für den ersten Drehtag war zum Beispiel die Parcours-Szene geplant. Ich habe schon Wochen vorher angefangen, diese ganzen Abschnitte der Parcoursline einmal auszuprobieren und zu testen, damit, falls etwas nicht funktioniert, wir noch rechtzeitig Alternativen finden können. Damit wir diese ganze Szene ohne einen einzigen Cut in dem Film haben können. Aber am Drehtag selber kamen noch so viele Vorbereitungen dazu, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe, die uns am Ende einfach den ganzen Drehplan zerhauen haben. Skateboard rüberrollen oder so ein Küchenset, das wie nach Homemade aussieht. Oder auch der Matratzenslide, der einfach nicht so funktionieren wollte wie geplant, weil die Matratze einfach zu weich war, beziehungsweise die Teppiche einfach zu sehr gebremst haben. Am Ende hat leider kein Weg dran vorbeigeführt, die Teppiche doch zu entfernen, was dann doch auch irgendwie für Stress gesorgt hat. Ich will nur die Teppiche abmachen, ohne kommentieren. Was willst du machen? Ich möchte gerne die Teppiche abmachen, weil ich Kannst du bitte kommentieren? Aber kurz Zeit für Storytime war natürlich trotzdem. Wir haben früher Angst gehabt vor dem Keller, weil halt im Keller immer gruselig war. Und wir haben es gehasst, unten im Keller die Treppe sauber zu machen, weil dort unten so immer irgendwelche Monster oder irgendwas sein konnten. Weißt du noch, Xenia? Die gute Kindheit. So, wir haben jetzt mittlerweile 17 Uhr. Wir haben immer noch nicht angefangen, die Parcoursline zu shooten. Wir sind jetzt aber soweit ready. Wir machen jetzt nochmal die letzten Tests. Wir haben jetzt die ganze Zeit Sachen vorbereitet. Wir haben diese Kisten fixiert. Wir haben die Red Bull Line fixiert. Wir haben draußen einen kompletten Matratzenhaufen gebildet. Wirklich sehr, sehr viel Vorbereitungen. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir heute Morgen gegen 10:30 Uhr anfangen können zu shooten. Jetzt ist es 17 Uhr. Wir haben immer noch nicht angefangen. So kann es auch manchmal sein. Wir haben hier ganz viel Licht im ganzen Haus verteilt. Jetzt sind wir ready to shoot. Let's go. You make it look easy, right? Can you please spare some light? I wanna be happy like you. I wanna be happy, I do. You make it look easy. Can you please spare some light? How do you do it? What is your plan? Alter. How do you move so carelessly? Where did you get that energy? I mean, do you stick to it? Or is it just a trend? I wish I had your temperament, but I'm so far away from it. I wanna be happy like you. I wanna be happy, I do. You make it look easy, right? Can you please spare some light? I wanna be happy like you.
zwar brauchen wir einen Übergang von drinnen nach draußen, weil durch die Tür laufen wahrscheinlich zu langweilig wäre, habe ich mir überlegt, irgendwie vom Balkon runter zu springen. Wir müssen dafür einmal das Geländer abschrauben, aber nicht alles, sondern nur diesen Mittelpart. Ich denke, das kriegen wir hin. Auf geht's. Die Balkonszene war einer der Szenen, die schon während ich das geplant habe, so innerlich Stress in mir ausgelöst haben. Ich sag's zwar immer wieder, aber ich als Flatlander bin einfach nicht gewohnt, solche Tricks zu machen und sehe es deshalb immer als besondere Herausforderung an und habe mich deshalb halt Step by Step herangetastet. Wir haben eine kleine Matratze dort hingelegt, um den Sprung mal ein bisschen zu üben, um die Höhe einzuschätzen, und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal runter. Und auch vorher war ich in der Stadt unterwegs und habe mich versucht, auf den Job vorzubereiten bzw. mich an die Höhe zu gewöhnen. Der Balkon hatte eine Höhe von 2,80 Meter, was ungefähr 1 Meter höher ist als das, was ich bisher gemacht habe. Außerdem hatten wir an diesem Drehtag schon ungefähr 8 Stunden gedreht und an den beiden Tagen vorher auch schon so an die 12 Stunden, was ich dann körperlich natürlich auch gemerkt habe. Ich merke, meine Beinkraft lässt ein bisschen nach, weil wir einfach heute schon seit um 8 Uhr morgens oder so gedreht haben. Ich werde den Sprung jetzt einmal auf so einen Zwischenstep machen, irgendwie auf dem Gartenhaus oder irgendeinem Stromkasten oder so, mal gucken. Und wenn der gut funktioniert, dann einmal all in, im Outfit, in Schlappen, ohne Matratze, ohne alles. Der muss dann sitzen. Aber die Erschöpfung war dann leider doch größer als gedacht. Ich habe heute nach dem ganzen Drehtag einfach schwache Beine. Ich merke, diese Vorbereitung ist nicht die Vorbereitung, die ich brauche für den Job. Und ich würde einfach mir die Zeit nochmal nehmen, mich besser darauf vorbereiten und das ganze Ding nochmal später filmen, wenn die Lage ein bisschen besser ist, wenn die Energie mehr da ist und so weiter. Also war es für den Tag erstmal genug und wir haben das Ganze nochmal auf eine Woche später verlegt. Genau wie letztes Mal, wo wir aufgehört haben, einmal diesen Testjump vom Gartenhaus. Ich versuche jetzt einfach mal runter zu springen. Mal sehen, wie ich mich rantesten kann heute. Aber ich denke, einmal Augen zu und durch und dann sollte der sitzen. Let's go! Also gleich wieder hoch auf den Balkon. Ich habe mir den Absprung immer wieder ganz genau vorgestellt, mich fokussiert, mental darauf eingestellt und es dann gemacht. So. Geht. Und auch wenn es anfangs nach einem erfolgreichen Testversuch aussah, hat es bei mir doch mehr Bedenken ausgelöst, als ich dachte. Ich habe erst da gemerkt, dass ich mich dem Job, glaube ich, noch nicht wirklich gewachsen fühle. Und erst recht nicht dann mit Schlappen und diesem flatternden Bademantel und auch am Ende auch ohne Matratze für den Shot. Aber auch körperlich habe ich gemerkt, dass der Impact einfach größer war als erwartet und wir für die Szene einfach unnötig eine Verletzung riskiert hätten. Auch aus jetziger Sicht denke ich, dass es die richtige Entscheidung war und heißt natürlich nicht, dass ich es irgendwann nicht nochmal versuchen werde. Dann aber halt mit mehr Erfahrung, mehr Kraft und halt ohne Verletzung. Für diesen Film wurde es dann einfach der Drop vom Gartenhaus. So, ich bin hier im Garten auf dem Grundstück von meinen Eltern. Bin gerade dabei, das Kaffeemaschinengestell zu bauen, zu planen, wie auch immer, irgendwie beides gleichzeitig. Ich war gestern im Baumarkt und habe mir ganz viel Holz, Winkel, ganz viele Schrauben und so weiter gekauft. Ungefähr weiß ich, dass ich ein Kaffeemaschinengestell bauen möchte, wo die BMX-Räder drin eingespannt sind, dass am Ende eine Kaffeemühle ausgelöst wird. Sehr, sehr viel Aufwand für diesen kleinen Joke, aber ich glaube, es wird trotzdem eine coole Szene. Ich fange einfach mal an, Freestyle drauf los. Nehmt euch dabei mit, let's go. Chaos, 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 Chaos.
Hey Leute, wir sind hier heute bei dem nächsten Drehtag. Heute werden wir die coole Wandszene drehen, wie ich hier im Side Superman langfahre. Und ich fahre einfach mal über den Moritz rüber und guck mal, wie das ist. Wir sind hier heute wieder in Potsdam am dritten Drehtag. Wir drehen jetzt hier den Superman. Der Plan ist, gleich über die Kinder rüber zu laufen und dort hinten gegen die Wand zu springen. Mal sehen, ob es funktioniert. Los geht's. In the evening when I close my eyes, all I see is you looking. All I see is pain. Oh! Yes! Einen ganz bestimmten Trick wollte ich in diesem Film unbedingt dabei haben. Seit Beginn meiner Kurzfilmprojekte interessiere ich mich auch sehr für Tricks außerhalb von Flatland und irgendwann mal einen Backflip über einen Kicker zu ziehen, hat auf jeden Fall dazugehört. Ich bin hier im Park und habe mal einen Kicker aufgebaut, den ich mir neu zugelegt habe für dieses Videoprojekt. Ich muss sagen, es fühlt sich echt ziemlich gut an. Also ich habe gedacht, man wird diese Hucke mehr spüren, aber es fühlt sich echt stabil an. Sollte passen, aber ich bin jetzt für hier fertig, weil ich kann hier nicht wirklich vorankommen. Deswegen packe ich jetzt alles mal wieder zusammen und werde das irgendwann mal in der Artistenhalle probieren und dann auf eine Weichbodenmatte oder in die Grube oder mal sehen, was das ist. Nach ein paar Testversuchen habe ich es dann einfach mal gewagt. Nach einigen mehr oder weniger erfolgreichen Backflips war es halt Zeit für einen Schritt weiter. Und weil die Halle in dieser Zeit geschlossen war, blieb mir leider nichts anderes übrig, als wieder zurück in den Park zu gehen und es da zu versuchen. Es war der letzte Tag vor dem Drehtag und weil ich den Trick nicht zum ersten Mal beim Dreh selbst versuchen wollte, war es für mich sehr, sehr wichtig, den unbedingt an diesem Tag zu schaffen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt, war aber doch irgendwie auch nervös, weil ein Fehler halt deutlich schlimmere Konsequenzen haben könnte als ins Foampit. Ja. Weil der erste Backflip so gut funktioniert hat und die Angst vor dem Unbekannten dadurch ein bisschen nachlässt, möchte man das Ganze natürlich irgendwie festigen und versucht es deshalb einfach nochmal. Der zweite lief nur leider nicht so ganz wie erhofft. Ich habe einfach leider zu wenig nach hinten gezogen, um genügend Rotation für den Flip aufzubauen. Es hat sich in der Luft halt so angefühlt, als wäre ich schon rum, was ich ja auch irgendwie war, aber halt irgendwie noch nicht genug, um den Flip erfolgreich zu landen. Und deswegen bin ich in der Luft auch noch nicht abgesprungen, um irgendwie ohne Bike zu landen. Und das war halt eben genau der entscheidende Moment, der gefehlt hat, um den Flip erfolgreich zu landen. Zum Glück war auch zufälligerweise ein Feuerwehrmann da zum Frisbee-Spielen in dem Park und hat den Crash auch bemerkt und ist sofort zur Hilfe gekommen. Und auch andere Parkbesucher haben den Crash bemerkt und haben auch ihre Hilfe angeboten, aber mir ging es soweit gut. Aber weil es halt der letzte Tag vor dem Drehtag war, stand jetzt so ein bisschen die Entscheidung im Raum, ob ich es nochmal versuche, um halt den Flip nochmal zu schaffen und keine Angst davor zu entwickeln. Oder ob wir es für diesen Tag einfach sein lassen, um nicht zu viel zu riskieren, damit wir am nächsten Drehtag einmal aufs Ganze gehen. Ja, wie fühlen Sie sich? Der zweite Flip war nicht ganz so geil eben, deswegen haben wir für heute erstmal abgebrochen. Wir sind jetzt schon wieder zu Hause, ich habe mir kurz eine kleine Nackenstütze gemacht. Wir machen es einfach so, dass ich morgen vor Ort gucke, wie die Situation ist. Wir fahren morgen nach Potsdam, weil wir sowieso noch ein paar andere Sachen drehen und dann entscheide ich vor Ort, ob ich es mache oder nicht, aber natürlich jetzt mit viel mehr Angst. Am nächsten Tag war mein Hals etwas geschwollen und ich konnte meinen Kopf nicht wirklich nach rechts und links bewegen. Ansonsten habe ich mich aber eigentlich gut gefühlt und war bereit, es jetzt zu versuchen. Wir machen jetzt ein paar Testversuche, wir bauen alles auf und dann einmal Augen zu und durch.
Also es war auf jeden Fall eine sehr ruhige und angespannte Stimmung. Die Kameras waren set, ich war set, also let's go. Yes! Yes! Oh! Yes! Es hat alles geklappt wie geplant und diesen Banger noch im Film dabei zu haben, war schon ein sehr schönes Gefühl. Ja, und damit war auch dieses Videoprojekt abgeschlossen. Es hat wieder mal unglaublich viel Spaß gemacht, die ganze Zeit mit Moritz, mit meinen anderen Freunden, die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Tricks und am Ende natürlich auch diese ganzen Monate Arbeit als fertigen Film vor dir zu sehen. Das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Es wäre wieder mal nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung aller Beteiligten, also gerade meine Eltern, die uns da ihr Haus zur Verfügung gestellt haben. Danke an Red Bull für den Support, danke an Kunstform für den Support, danke an alle, die vor und hinter der Kamera mitgeholfen haben und einfach somit Teil dieses Videoprojekts sind. Also dann vielen Dank fürs Zusehen, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Abo, damit ihr das nächste Videoprojekt nicht verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Videoprojekt. Peace. Ciao! Yes!